Okay, warte. So, starten wir einfach, oder? Machen wir. Hallo liebe Fliegerfreunde, zurück zu einem neuen Video, aber nicht wie üblich auf einem Startplatz oder auf einem Landeplatz oder generell auf einem Fluggebiet. Heute auf einem Park bei 39 Grad, Gott sei Dank im Schatten, und heute mit einer besonderen Person. Das Video ist millionenfach, glaube ich, um die Welt gegangen. Jeder hat von euch eigentlich das Video gesehen, also ich kenne keinen, egal ob Flieger oder Nicht-Flieger, der was das Video nicht gesehen hat. Ich bin letztens in der Seilbahn gestanden, die haben meinen Paraglide-Rucksack gesehen und haben gesagt, boah, hast du das eine Video gesehen, wo das Flugzeug da in den Paraglide reingeflogen ist? Also es hat wirklich jeder gesehen, das Video. Neben mir sitzt die Sabrina, derer ist das Ganze passiert und das ist quasi die Person, die was unter dem Schirm gehängt ist. Und ich würde halt gerne mal wissen, wie sie sich fühlt, wie sie sich während dem Moment gefühlt hat und wie sie sich jetzt fühlt, beziehungsweise was danach wohl das abgegangen ist, weil ich glaube, ja, das Video haben halt 1000 Leute jetzt schon gesehen, das braucht man nicht analysieren, aber ich glaube, ich will einfach einmal wissen, wie war das für die und erzähl mal, wie hat der Tag eigentlich angefangen? Das war, glaube ich, im Mai, glaube ich, Ende Mai, oder? 23. Mai, ja. Auf der Schmittenhöhe. Ja, genau. Ja, eigentlich ganz gemütlich. Also nach dem Camping und Übernachten sind wir halt zur Seilbahn getuckert. Da habe ich nur meine ehemalige Chefin getroffen. Es war recht nett, ganz zufällig. Und ja, war eigentlich ein schöner Tag. War gemütlich oben beim Starten. Es war relativ nordwindig, also man hat hinten halt umfliegen müssen dann, aber es war einfach beim Starten, war ganz gemütlich. Hätte man nichts gedacht. Ja, wollte schon meine Kamera nicht montieren, ja. Mhm. Genau, das hast du mir erzählt. Du Ja. wolltest ja eigentlich, hast gesagt, du möchtest die Kamera gar nicht nehmen, weil du hast ein Kabel für die Powerbank eigentlich nicht mitgehabt. Ja, genau. Also ich habe es nicht gefunden, mitgehabt habe ich schon. Ja. Dann habe ich es Gott sei Dank doch noch montiert, ja. Voll. Du hast gesagt, eigentlich war es wurscht gewesen, ob ich die Kamera jetzt halt rein tue oder das Kabel außer tue. Genau. Hättest du dich dafür entschlossen, dass du das Kabel, die Kamera einfach rein tust, Ja, dann würde man jetzt nicht da würden sitzen. wir da vermutlich jetzt nicht da sitzen. Nein, Ja, und wie war der Start? Alles eigentlich ganz normal, oder? eigentlich nichts Dramatisches. Also Ja. ich hätt dort auf der Nordseite gleich bleiben sollen. Ich bin gleich wieder zu weit rausgeflogen und Mhm. bin einmal gleich wieder nach unten. Mhm. Aber habe mich halt da wieder rausgegraben und war okay. Also war bockig, aber War ein ganz hat normaler mich zu Flug. damaligen Zeiten nicht gestört. Und ja, ganz normaler Flug, ja. Es ist, glaube ich, generell dort in Zell am See, man teilt sich ja den Luftraum, glaube ich, dort mit den Flieger, oder? Aber das ist halt schon, Paragleiter fliegen halt am Hang und die Flieger fliegen halt weiter draußen. Ich glaube, es ist generell, ja, ich meine, man fliegt halt als Paragleiter eher am Hang, weil du sagst, Ja. du bist halt da die Thermik. Wobei, meine Thermik, wo er mich erwischt hat, die war halt mitten in dem Kessel. Also Ja. da kann man, aber man darf dort überall fliegen. Also Ja. das dürfen auch die Motorflieger dort überall Mhm. fliegen. Also es ist jetzt nicht, Nichts Für Außergewöhnliches irgendwen gewesen. verboten, ne? Ja, voll. ja, Dann bist du halt da geflogen, bist in die Thermik rein, hast Auftrat, weil du hast ja, glaube ich, auch gut Hächen gehabt, oder? ja, mit zusammengebracht sind wir, glaube ich, bei 2060 Mhm. MSL. Ja. Und hast du den vorher schon gehört, oder? Ja, ich habe ihn gehört und ich habe ihn dann auch gesehen, weil ich habe mich umgedreht. Ja. Und ja, ich meine, es ist einfach so schnell gegangen, ja. Aber so der Gedanke war, der Arsch fliegt jetzt so knapp über mich drüber, Ja, dass mich voll zu wurzeln wird, weil mit den Turbulenzen, die der da auslöst. ja. Also du Und- hast schon damit gerechnet, Ja. quasi, dass jetzt dort irgendwo eine Turbulenz oder so kommt. Genau, und dass ich wahrscheinlich jetzt dann mit meinem Retter runtergehen werde, weil ich das nicht handeln kann, wenn man der da voll zutzelt, ja. Und puff, war er schon durch. Also, Das ist so schnell das gegangen. ist unglaublich schnell, ja. Also, und man sieht so im Video, wo ich so nachschaue, was der Ja. richtig wie das durchfliegt, wie man sich denkt, Alter. Ja, na Wahnsinn einfach, ja. Voll arg. Komplett arg. Was hast du in dem Moment, also ich habe ja auch mal so einen Klopper gehabt, wo ich dann so bei der Koppen vorbeigeflogen bin und das war am Video 2 Sekunden. Aber gefühlt war das für mich so wie 3 Minuten. Wie war das bei dir? Ewig. Also, Ja. weil ich habe das nachher erst gesehen, wie schnell eigentlich der Retter draußen war. Also Ja. es war ja eigentlich, wie gesagt, ich habe ja zweimal einen Salti geschlagen. Ja, Und
dann habe ich da mal ein wenig Leinen gewurschtelt, weil ich da irgendwas da so um den Hals Echt? da so hinten. Also, es ist einfach nur so nach hinten gezogen gewesen. Es war kein Druck es war drauf nichts oder so. gewickelt. Ja, schon, aber halt Okay. nicht, dass du sagst, du wirst jetzt gewirkt. Ja. Aber es war halt total unangenehm und voll Uhr. Mhm. Und das ist mir ja schon, bis ich das weg gehabt habe, ist mir ja schon ewig vorgekommen. Ja. Und dann einfach nur, ja, Retter. Und der ist Gott sei Dank so Mhm. schön und schnell aufgegangen. Und er ist mir ja hinten, ich habe mir gar nicht mehr wegschmeißen können, weil Ja. wir hätten ja gezogen Ja. und wollten halt nur schmeißen dann, aber da ist er halt schon rausgefallen dann hinten. Ja. Also sieht Okay. man, ja. Aber Aber voll schnell aufgegangen, voll schön aufgegangen. ja, also Und man hat auch das Video gesehen, du warst so extrem, also es schaut am Video so extrem fokussiert aus. das glaube ich, man denkt an nichts anderes eigentlich. Also Man das macht ist einfach, so, oder? Ja, man macht einfach. Man ist genau. nicht jetzt emotional und so, fuck, oder irgend sowas. Nein, das kommt maximal später dann. Ja, Aber nein, also volle Konzentration. Drum auch das, ich habe glaube ich das erste Mal erst geschimpft, wo ich dann gemütlich im Retter gehängt bin. ja. Und vorher hat man keine Zeit für das. Ja, das ist- Aber ist dir auch so lang vorgekommen, oder? Das, ja, ganz lang. Also das wie, war. ja, wie du gesagt hast, das ist, also am Video auch, das dauert, ist ein Bruchteil von einer Sekunde und so ja, arg es eigentlich. ist, nein, es ist wirklich, man glaubt es gar nicht. Aber Gott sei Dank ist halt einfach auch kein Widerstand in der Luft. Gell? Mhm. Also weil, sagen wir mal, wenn du, weiß ich nicht, irgendwo wegen einem Festen mit der Geschwindigkeit, Ja. schaut anders aus, so hast du halt zweimal einen Salti geschlagen. Ja, Und ja, das stimmt. das war Fuck. schon, ja, Gott sei Dank ist er halt so hoch gewesen, gell? Ja, Weil, weiß man auch nicht, was dann passiert. ja, und vor allem, wie gesagt, auch die Reaktion, weil, also man, so fern man dann nur reagieren kann, wenn je nachdem, wie knapp der dann da drüber oder durch, dann ist es eh wurscht. Aber ich habe halt da auch keine Angst jetzt so gehabt, was ich war so, okay, das wird jetzt scheiße, weil er halt so über mich drüber fliegt, mein Gedanke. Ja, Und aber so, dass man jetzt sagt, oh Gott, der schießt mich jetzt an, so scheiße, das war ja nicht eigentlich. Weil die an sowas Zeit, denkt man ja auch nicht, oder? Nein, wie gesagt, der wenn er fliegt auf mir jetzt eben, rein. nein, und vor allem, wenn er er ist ja auch nicht auf meiner Hächen so in der Sichthöhe. Wenn er auf meiner Sichthöhe daherkommt, dann Ja. weiß ich nicht, wie man da. Ja, stimmt. Aber so, wie gesagt, es war einfach so, das wird scheiße und ja. Und dann Gott sei Dank nicht so scheiße, wie es halt ausgegangen, ja. Ja, Ja, kann man jetzt auch im Nachhinein so echt sagen, so sagen, ja. Ja, und Aber- dann bist du da unter dem Retter gehängt. Was waren da deine ersten Gedanken? Oder hast du da schon denken können oder warst du da nur immer im Arbeitsmodus? also ich glaube, man bleibt im Arbeitsmodus, bis Ja. man am Boden ist. Ja, Aber ich habe mir halt, man schaut sich dann halt so um und überlegt sich halt, ja, wo fliegt man jetzt hin? Ja, Ja. weil steuerbar bist du nicht. nein, steuerbar bin ich nicht. Der Also, steuert mit dem Wind quasi, der vertragt dich dort hin, wo genau, das war halt relativ schön vom Wind her zu wie zum Hang. Mhm. Und das Glück war halt die Forststraßen, ja. Aber man hat sich ein bisschen drehen können, weil man hat sich halt immer so im Kreis ein bisschen Ja. gedreht. Und ich will halt nicht rückwärts fahren, ja. Ja, Aber das hat erstaunlich gut funktioniert, weil man den Fuß aus dem Beinsack rauszieht und ein bisschen schaufelt, dass er sich wieder dort hindreht, wo du willst. hindreht. Mhm. Also das hätte ich mir gar nicht gedacht, aber Ja. das hat funktioniert in dem Fall, ja. Wie war das Gefühl, wenn du da sagst, du bist am Tragegurt so, oder am Schultergurt quasi das ganze Gewicht? Eher Okay. so da vom, aber nein, es war eigentlich völlig egal. Okay, Und durch das, man kann ja so schön im Beinsack stehen, Ja, auf der Platte. stimmt. Also das war optimal, ich bin halt einfach da drinnen gestanden. Stimmt, ja. Und habe halt dann, wie gesagt, wieder mal mein Füßchen raus zum Lenken. Also zum Lenken. Ja, Aber ja, nein, das war eigentlich so von dem her recht gemütlich, muss ich sagen. Ja. Also das war jetzt nicht unangenehm, dass man sich denkt, um Gottes Willen. ja. Und ja, Und dann hast du gewartet quasi, wo es runtergeht. genau. Da Das- war ja das nächste Klick eigentlich, oder? Was du gesagt hast. Ja, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Forststraße, gell, das ist halt. Mhm. Und der Baum, der dort gestanden ist, der hat mir ja in Retter noch gefangen. Darum hat es mir ja nach hinten auf dem Airbag und auf dem Steiß halt gehauen. Ja, Aber das war auch eigentlich gut, weil neben der Forststraße, wo ich gelandet bin, das war so ein kleines Wiesenstück und die Forststraße hat halt eine leichte Linkskurven dort gemacht. Und vor meinem Wiesenstück ist halt wieder diesen Waldhang sozusagen, also leicht nach unten gegangen. Ja. ja. Wer weiß, wo man da dann noch hingerollt oder Ja, geflogen klar. oder Mit hängen dem geblieben war. Aufprall. Ja. Aber wie gesagt, der Hintern hat schon wochenlang weh, da Ja, muss das ich glaube sagen. ich.
Aber wie gesagt, nichts passiert. Ja, Also hast echt bis auf, sagst das Steißbein oder so, hast nichts gehabt. nein, also wie gesagt, ein leichtes Schleudertrauma einfach. Ja. Man hat sich halt eine Woche lang, 1,5 eigentlich, weißt du, ganz, wie halt, ja, blöd rühren können, sagen Ja. wir so. Ja. Und ja, so einen blauen Fleck halt am Fuß. War echt. Und da, aber sonst, nein, wie gesagt, unter Steiß halt, ja, Ja. der halt, aber sonst gar nichts, ne? Also, Ja, und dann bist du da sage ich mal, jetzt auf der Forststraße gelandet. Hast du schon gewusst, dass jetzt wer die Bergrettung oder die Rettung oder so gerufen hat, oder hast du das gemacht? also ich habe natürlich auch angerufen. Ja. Und es hat aber vorher auch schon wer, also weil der Präsident, glaube ich, ist das, wenn ich das jetzt falsch sage, Entschuldigung, vom Icarus Pinzgau, vom Verein, der war so über mir da in der Thermik und der hat das halt gesehen. Ja. Und der hat, glaube ich, als erster gleich beim Notruf angerufen. Und ich habe aber dann, wie ich gelandet bin, natürlich dann nach einem kurzen Zettel sammeln Ja. auch angerufen. Und ja, der war ganz lustig am Anfang, weil der hat sich, glaube ich, noch nicht mit viel, weiß ich nicht, wo ich da jetzt im ersten Moment hingekommen bin. Aber der hat halt gemeint dann, ja, wenn ich nichts hab, dann kann ich ja mein Zeug zusammenpacken und einmal zum Berg hat er runtergehen. gesagt? Ja. Und dann hat er aber gleich, das ist aber, da dürfte dann irgendwas reinkommen sein von Okay. per Funk. Und er hat gesagt, nein, warten Sie mal nur einen Moment. Nein, es kommt der Hubschrauber, also ja. Aber ich war ja da auch runtergegangen. Also ich war ja da auch so im, ja, Im Schockmodus trotzdem. mir geht's eh gut und Ja. hab eh nichts und wie gesagt, ist nirgendwo was ausgestanden, Ja. nicht probiert, gar nichts. Also Ja. ja. Also ich war da wirklich, ich war da sicher runtergegangen. Wenn die nicht gesagt hätten, bleib stehen, vielleicht war ich mittendrin irgendwann, aber Ja. weiß man nicht, ja. Ja. Aber ja, das. Hast selber dann quasi noch angerufen. Und ist dann der Hubschrauber gekommen? Ja. Mhm. Die haben da so eine Kurven weiter unten, sind sie halt reingelandet. Und dann sind sie aufmarschiert und ja, die haben mir halt dann mein Zeug runtergetragen geholfen zum Du bist selber Hubschrauber. runtergegangen. Und ja, jetzt haben sie eh gesagt, das ist auch nicht so oft das gehendes Ja, Volk mitnehmen sozusagen. ja. Und ja, war dann eigentlich nur ein cooler Hubschrauberflug, gell? Also habe ich auch noch nie gemacht, also ja, das ist, ja. Und ja, da sind wir dann direkt nach Zell am See auf den Flugplatz. Wo auch der Flieger gelandet ist. Genau, die Cessna genau. oder Ich was habe das den auch war. Piloten ja auch gesehen dann, genau. Okay. Wir haben uns ja die Hand gegeben und wir haben eh kurz geredet. Ja, Aber der war halt auch sehr, der hat auch einen Schock gehabt. obwohl der war stumm wie ein Fisch und eigentlich käseweiß und hat gar nichts gesagt, Ja, so wirklich. der war glaube ich nur jünger, oder? Der Ich glaub, irgendwas habe ich irgendwas gelesen. knapp vor 30 oder irgend so, Ja, ich weiß nicht okay. genau, ja. Und ja, wir haben uns dann gemeinsam das Video angeschaut. Da war er dann nachher nur weißer. Ja, Aber ja, und sonst haben wir eigentlich so keinen Kontakt gehabt. Also das war, ja. ja. Und Bist dann nachher nur ins Krankenhaus, oder? ja, das war, also wie gesagt, die Polizei hat mich dann zu meinem Auto beim Landeplatz geführt. Mhm. Und da ist eh dann mein Freund und so, da sind dann eh alle dann nachgekommen, weil der hat das ja Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Okay. Und ja, und dann nachher sind wir noch ins Krankenhaus, weil wir gesagt haben, ja eigentlich, ich meine, ist arg, man muss das ja irgendwie trotzdem dokumentieren. Ja, und absolut. Ja, und da sind wir dann noch ins Dauernkino gekommen. Da hat mir ganz ein netter Mensch von den Paragleitern, der Tom, der hat mich da ins Krankenhaus umgeführt. Mhm. Und nachher auch wieder angeholt, also sehr Ja. danke nochmal. Und ja, das war, ja, wie gesagt, warten Ja. und sagen, ja, es passt, es geht Ihnen gut. Ja. Danke und auf Wiederschauen wieder. Ja, also, Aber es gehört durch leicht, weil Ja, ja, es ja. kann ja sein, dass am nächsten Tag oder so auf einmal. nein, eben. Das hätte ja auch ein Haaris sein können. Ich habe ja dann nach 1,5 Wochen habe ich nur mehr ein Röntgen machen lassen, in der Arbeit. Ja, Und ja, war nichts, also super. passt. Also muss Alles man echt gut. eigentlich auf Holz Ja, klopfen, ganz viel Holz, so viel Ja. Holz gibt es gar nicht. Ja. Ja. So, kurze Pause. Also für alle, die was das Video bis jetzt geschaut haben und meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr da rechts unten oder halt unten beim Kanal oder wo auch immer den Kanal jetzt halt abonnieren würdet. Würde mir ein bisschen helfen, die Reichweite zu steigern und ihr verpasst keine Videos mehr von mir. Also, weiter geht's. Ah, Ja, und was ist danach passiert? Das ist ja eigentlich das Video, also ich glaube, du hast das einmal auf Instagram gepostet, oder? ja, also wie gesagt, ich hab mir schon gedacht, dass das ein paar Leute mehr sehen werden als meine üblichen Videos, aber dass das so dermaßen irre durch die Decken geht, also Ja. ja. Und
da ist halt dann auch dieses Chaos losgegangen, was mich persönlich eigentlich, glaube ich, mehr fertig gemacht hat als der ganze Flugunfall. Ja. Weil, also das ist so ein unglaubliches Bombardement an Nachrichten und also Pressesachen, also Wahnsinn. Stress, oder? Wahnsinn einfach, ja. Also wirklich, und auch wie überall, in der Arbeit nachher Ja. E-Mails und also. Du hast wirklich, gesagt, die haben Leute in der Arbeit kontaktiert, obwohl das ja eigentlich die Leute nicht gewusst haben, wo du arbeitest, oder? ja, das findet man halt raus, gell. Also Aber das ist halt, doch ja, irgendwie es ist irre. Wahnsinn. Also, ja, und das war einfach, ich habe wirklich so gut wie alles ignoriert, weil ich habe einfach keine Nerven gehabt, dass ich mir Ja. da, weiß ich nicht, wie viele Nachrichten Nein, durchlese also, und durchschaue. Oder auch so diese ganzen Kommentare da. Ja. Irgendwann habe ich dann aufgehört zum Lesen Ja. und weil, ja, Das es ist sind ja- halt auch ziemlich viel dämliche drunter Ja, gestanden, klar. muss man sagen. Das hast du aber immer. das Kenn ich. hat man immer, ja. Das muss, weil sonst langweilig. Ja, oder? genau. Und ja, das war schon Stress. Das wäre Ja. richtig Stress. Also Ja. ich kenne das Ja. bei mir. Ich habe so viel Notification beim Handy eingeschaltet und manches Mal wird es mir halt dann einfach zu viel. Und wenn ich mir denke, das ist halt einfach Kindergarten bei mir. Wenn ich mir denke, das haben zig hunderte Leute dann nur gereshared, Ja, die haben nur das- Millionen Views drauf und dann möchte ich Ja, nicht wissen, wie es ja, bei dir zugegangen ja, ist. Aber ja, das ist auch so wie gesagt, ich hätte es nicht, also wenn ich das jetzt gewusst hätte, ich hätte es nicht gepostet, weil irgendwie, ja, wie Das gesagt, gehört so, geteilt. ja, es tut mir Das leid, ist- das muss Ja, einfach raus, ja. absolut. Und, aber wie gesagt, erwartet hätte ich das nicht und es war, wie Ja. gesagt, Du hast ja mehr. gesagt, du hast Nachrichtenanfragen gehabt von China und sowas, oder? Ja, Südkorea, Brasilien, Portugal, alles. Such dir ein Land aus, es war sicher dabei. Also, Ja. es war, ja, Wahnsinn einfach. Ja. So arg, ja. Und ich habe dann einfach auch, ich habe ja doch ein paar so Nachrichtenanfragen und so dann auch für Interviews und das alle möglichen, also was heißt ein paar, alle möglichen. Und ein paar habe ich halt überlegt, aber nein, eigentlich, Ja. wie gesagt, ich werde kein YouTuber. Das wird nichts mit mir mehr. Ja. Aber nein, das ist mir auch viel zu viel Aufwand. Ja. Und viel zu, die Zeit habe ich gar nicht. Ja. Und das, wie gesagt, ich muss das ja jetzt nicht irgendwem erzählen, nur Ja. mal, es ist draußen. Aber so ist das jetzt nicht. Das Ja, na, mir sagt geht es man. halt darum, wie ich vorher schon gesagt habe, das Video hat sich jeder angeschaut. Das Video von mir, da haben sicher auch einige Leute Stopp und sind wirklich Bild für Bild durchgegangen, haben es wahrscheinlich ja. besser analysiert wie jeder andere. Das hat jeder gesehen. Aber ich will halt einfach wissen, was ist mit dir, mit dem Mensch, dem was das passiert ist. Das mit den Nachrichtenanfragen, dass da voll der Stress ist oder so, das sieht ja keiner. Nein, ja, und wie gesagt, Menschen, die das beruflich machen, die haben wahrscheinlich dann auch einfach, und die so bekannt sind, Ja, die haben dann sicher auch Menschen, die für eine Arbeit machen und Ja. so. Und ja, dass das natürlich läuft und am Laufen bleibt. Sage ich, wenn ich jetzt hätte meine YouTube-Karriere starten wollen, war das natürlich der Zeitpunkt Ja. gewesen, ja. Aber ja, nein, und das ist Ja. mir einfach, das ist mir gar nicht wert. Also Ja. wie gesagt, ich poste gern meine Videos, Mhm. weil ich das gern dann mache, weil ich sage, ich Für schneide die. von meinen Sachen gern die Videos zusammen ja. und mache mir schöne Erinnerungen und das gebe ich halt dann auch gerne auf das Profil, weil man denkt, ja, sehen es halt nur ein paar Leute mehr. Ja. Aber dass das jetzt irgendwie, dass ich da den inneren Zwang hätte, dass ich für jedes Ding. Was mach? Also ich habe zwar immer meine Kamera mit und ich grundsätzlich nehme ja immer alles auf, aber mich freut ja die Schneiderei dann mal. Ja. Ich bin ja viel zu faul. Und dann jeden Ding und also auch wenn man dann keine so eine Routine hat, sagen wir mal, wenn man das dann wirklich öfters macht und so, dann ja, dann hast du halt deine Layouts oder deine das, aber ich scheiße ja auch viel zu lang um mit allem und dann, wie gesagt, ist halt für mich und wenn es dann wieder passt, dann tue ich halt wieder was aussehen und dann Ganz ja, freiwillig und genau. wie es halt passt. Ja. Genau. Na cool. Und es war halt auch von einer, also ich weiß nicht, wie viele Abonnenten oder so du auf Instagram vorher gehabt hast. Ich glaube jetzt bist 1000 oder so. du, ja, Also, und jetzt bist du glaube ich bei 26.000. nein, ich so. glaube es sind nur, also nur, 23.000 irgendwas. Es Ja. sind aber weniger geworden wieder. Ja, ich glaube so an die 23.000 oder Ja. so sind es ja. Also Aber irre. irre, völlig ja. irre. Und halt von wirklich überall nämlich. Ja. Also es ist jetzt nicht Ja. so, dass das jetzt nur Umgebung oder dass man sagt, die Reichweite von dem Kanal Ja. hat sich halt einfach drastisch Voll. verändert. Ja. Ich habe mir dann auch deine Videos angeschaut, die was du gepostet hast. Und das ist jetzt halt, ja, alle sind so. das ist komplett Wahnsinn, durchgegangen. Also Wahnsinn, wirklich ja. alle Videos sind jetzt halt, Man ich eh weiß schön, nicht wie viel. Ja, voll. nett. Also wenn du da wirklich pro Klick irgendwo ein Geld kriegt, hättest du 1 Cent pro Klick. Oh, das war Ja. war sehr schön gewesen. Das, man braucht halt dann echt, ist so heiß, gell? Wir haben einfach wirklich 39 Grad. Ja. Dadurch. Ich kenne das, ja. Ah, Wichtig ist, was ich noch fragen will, ist, wie geht es dir jetzt beim Fliegen? Also
Bist du gleich danach dann wieder fliegen gegangen? Ja, also sobald ich grundsätzlich genesen war, dass Ja. ich sage, ich kann mich wieder bewegen, ja, war ich gleich wieder fliegen. Mhm. Das war halt so mit Leihmaterial, Flugschule Ternberg, Dankeschön, vom Herrn Eck, Ja. wie ein Flugschüler halt Ja. direkt runter zur Flugschule. Ja, es war halt wie gesagt erstens einmal ein Schirm, den ich nicht kennt habe und sowieso, also da war, also boah, das war, es ist gegangen, aber es war geistig wahnsinnig anstrengend. Ja. Also einfach so, weil alles, ja, also vorher war ich halt doch so weit, ich habe mich voll wohl gefühlt in der Luft und habe mich halt jetzt auf Sachen konzentriert, also nicht aufs Fliegen per se konzentrieren müssen, sondern jetzt schauen, okay, ich will jetzt Streckenfliegen anfangen, Mhm. ich kann, was tue ich und so. Ja, ja. Also, und jetzt bin ich wieder voll auf dem, ich muss genau, ich schaue immer auf meinen Schirm und ich muss immer da und immer dort und es ist halt, ja, es ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich hoffe, dass das jetzt kommt. Jetzt habe ich meinen neuen Schirm, Vivo 3, yay! Quasi den Danke gleichen. nochmal. Erdensein, ja, das war richtig spitze, ja. Die haben wir dann ersetzt, Mhm. sozusagen. Und ich habe ihn ja leider immer noch nicht Test geflogen, weil, wie gesagt, so lange habe ich ihn jetzt noch nicht, aber Ja. es war entweder schier oder ich habe gearbeitet oder ja. wie auch Oder es hat immer. Man kennt 39 das. Grad, wo Oder man es halt einfach lieber baden geht wie hat- Genau. fliegen. Genau. Und, aber ich freue mich jetzt schon, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt meinen eigenen Schirm wieder und wir gewöhnen uns wieder zusammen und Ja. dann wird das hoffentlich wieder, Ja. das wird halt braucht einfach Das- ein bisschen. Das, Aber das glaube ich auch. Also, dass das halt, ich glaube, dass das auch menschlich ist, dass man sagt, hey, boah, man hört jetzt halt vielleicht irgendwo, keine Ahnung, am Motor sensen Ja. und man schaut dann, hey, ist da irgendwas? ja, Das sind einfach, gibt's, ja. Man sieht da überall Motorflieger. Also Ja. ich habe noch nie so viele Motorflieger gesehen wie seit dem Unfall. Unglaublich. das glaube ich, ja. Also, ja. Ich glaube, dass das ganz menschlich ist, ganz normal ist, aber dass das wieder weggeht und dass du Ich sicher- hoffe, ja. Ja. Ich hoffe. Weil ich bin, also ich fliege immer noch gern, ja, Ja. aber dabei ist halt wieder mehr Stress Ja, als man muss, Genuss und ich hätte gern wieder in Genuss, dass Ja. ich mich dann wieder auf die anderen Sachen konzentrieren kann und ein bisschen weiterkommen wieder. Ja. aber da musst du selber, glaube ich, einfach Zeit geben oder Zeit nehmen und einfach wieder, das macht sich so komisch, aber einfach die Basics wieder, einfach mal schöne Abgleiter machen, Genau. schöne Erlebnisse haben, keine schieren Erlebnisse haben, dass du einfach im Kopf wieder weißt, hey, Genau, es geht ja. es geht. Und vor allem, gut, es sind auch schon 2 Leute vom Blitz getroffen, also Leute 2-mal vom Blitz getroffen worden, Ja, aber stimmt. grundsätzlich sage ich jetzt einmal, das passiert dann nie wieder. Ich hoffe, ja. Klopfen wir gleich nur mal auf Holz, bitte. Aber ja, nein, also sehr unwahrscheinlich Ja. natürlich, ja. Aber das ist auch so ein Thema, weil ich habe jetzt irgendwie viel mehr Schiss als vorher, mit dem Retter runterzugehen. Ja, Weil das ist ja so glücklich auch ausgegangen, dieser Retterabgang, der hätte ja auch viel bläder schief absolut, gehen können. absolut, Und ja. indem ich das nächste Mal hoffentlich kein Flugzeug anschießt, werde ich wahrscheinlich, wenn ich einen Retter brauche, selber schuld sein, weil ich irgendeinen Schatz gemacht habe. Ja. Und das ist auch irgendwie so, aber ja, wird Ja, auch wieder weggehen. ja. Also, ja. Hast du schon mal einen Retter gebraucht? Oh ja, doch sicher bei deinem. Ich habe es gesehen, ja natürlich. Stimmt, Aber stimmt. unterm Strich Ja, muss man sagen, es aber war nicht kein, selber gezogen, ja, Nein. genau. Mhm. es war eigentlich kein Retterabgang. Ja. Also von dem her, sicher bin ich mit dem Retter abgegangen, aber das kannst du halt absolut nicht vergleichen, jetzt Ja, sage ja. ich mal. Also war richtig dumm von mir, ist passiert, aber bei Weitem halt da weit weg von dem, was dir passiert ist. Und Ja, nein, wie gesagt, auch wenn ich beim Sicherheitstraining habe ich ja eins zumindest Gott sei Dank schon gemacht. Und das ist auch irgendwie trotzdem, auch wenn ich dort keinen Retter gezogen habe, aber man redet halt trotzdem viel über die Ja. Sachen und man hat trotzdem mit seinem Schirm schon viel Blödsinn dann Ja, gemacht. man kriegt und ein mal Vertrauen in den und jetzt, Schirm. ich meine, wie gesagt, mein Schirm war nicht mehr da, ja, aber es war einfach so das Prozedere, okay, man tut dann das und das, das war halt einfach trotzdem da und das SIF, glaube ich, hat trotzdem auch da ein bisschen was Ja. dazu beigetragen und das war jetzt auch wieder dringend notwendig, das Ja, SIF, ja. Also, dass du wieder ein Vertrauen zum Ja, gleichen Schirm, ja, auch wenn es der ja. gleiche Schirm ist, genau, aber es ist nicht mehr der gleiche. genau. Dass du ja. halt einfach wieder Vertrauen aufbaust und weißt, okay, schau her, jetzt ziehe ich da an und es passiert eigentlich ja nichts. Genau. Stimmt, kann ich mir gut vorstellen. Aber Und jetzt hast du bald Urlaub. ja, Gott sei Dank. Und jetzt, ja, der Bus ist halbwegs fertig, aber man kann drinnen schlafen. Ja, Und ja, jetzt, wir werden einfach dort hinfahren, wo das Wetter schön ist. und habt zum vor, dass Fliegen es fliegt. geht. Ja. Super. Also so viel als möglich. Ja, Und wenn
ja, schauen wir mal am besten irgendwo mit Gondel, wenn ich nur abklettern mache, dass ich wieder raufkomme. Auf der Schmittenhöhe ist schön. Ja, genau, ja, genau, da gibt es auch Gondel, das ist voll super. Aber ja, ich weiß, ich habe ja schon mal kurz überlegt, ob wir dort auch nur mal hinfahren, aber nein. Lass dir Zeit. Nicht. Ja, lass dir Zeit. Ich habe auch gesagt, wir werden eher irgendwie so Fluggebiete anpeilen, die jetzt nicht so die Mega-Hotspots sind, wo es nicht so zugeht. Ja. Sondern vielleicht, also auch vielleicht nicht nach Kössen oder so, sondern irgendwas, Ja, verstehe. Und dann, ja, mal schauen. Einfach mal schauen, in Ruhe alles, nichts Genau. überstürzen, einfach ganz gemütlich Genau. wieder reinkommen in das Ganze. Ja, und irgendwo in der Nähe von einem See, wenn ich dann bald am Boden stehe, dass ich dann baden gehen kann zumindest. Das Ja, ist- irgendwie sowas. Also ihr seht es jetzt nicht auf der Kamera, aber die Felder hinter uns, die sind alle braun. Es ist einfach Ja, alles schon ausgetrocknet. Es ist seit keine Ahnung wie lange jetzt schon so richtig warm. ja, grauslich einfach. Ja, Ja. es ist. Man einfach- schwitzt im Sitzen. Ja, also wenn ich jetzt aufstehe, ist sicher so ein Abdruck dann von Ja, mir. das schneidet dann aber weg, okay. Ja, Also, dass man nur meinen Abdruck sieht. Ja, Ich genau. sitze eigentlich gar nicht da, das ist nur mein Abdruck. sehr gut. Ja, ja, hey, ich sag danke für das Interview. Es Sehr gerne. hat mich echt gefreut. Ich hoffe, du hast bald wieder richtig viel Spaß am Fliegen Ich und hoffe auch. vielleicht gehen wir mal gemeinsam fliegen, Ja. wenn es nicht mehr so heiß ist, würde ich echt gerne mal mit euch einen Ja. Hack and Fly oder irgend sowas Sehr machen. gern. Das war ganz cool. Zeigst du uns einmal einen Loser oder so? Oder wo Ja, wir voll rein- gern, voll gern. Und ja, echt cool, dass man mal einfach sieht, wer war das hinter den oder unter dem Schirm, der Ja. was nicht mehr existiert oder. Genau. Aber dafür gibt es einen wunderschönen neuen Farbe. Ja, geil. Ja, ist Hast so den alten Schirm, hast den behalten? Ja, den gibt es noch und wenn halt dann einmal dieses ganze rechtliche Ding Mhm. abgeschlossen ist, ich meine, ich glaube nicht, dass den nur irgendwer anschauen will und so, also ich Ja. habe ihn ja schon mal angeschaut, aber, Okay. aber Also dann deswegen wird hast du irgendwas, aufgehoben. genau, nein, aber ich werde da irgendwas dann draus machen. Kopfpolster. Entweder- Nein, das vielleicht nicht, aber irgend so ein Windjackerl oder Ja. irgend sowas einmal schauen, Ja, wie kreativ meine Schneiderkarriere Ja. da ausarten wird, schauen wir mal. Ja. super. Aber rechtlich ist es dann quasi eigentlich nur im Gange. Ist nur am Laufen. Also ich habe von, wie gesagt, das sind ja zwei Paar Schuhe. Das eine ist halt das Strafverfahren, was sowieso der Staat macht, eben wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das, also da werde ich wahrscheinlich dann irgendwann einmal einen Schrieb kriegen, wie das Urteil lautet oder so, keine Ahnung. Und das andere ist halt das mit der Versicherung und Ja. das ist auch nach wie vor am Laufen. Keine Ahnung, wie lange das noch Du dauert. hast dann einmal gesagt, du kriegst vielleicht den Zeitwert oder irgendwie so. Nein, es ist ganz sicher so, dass du von dem Totalschaden sozusagen den Zeitwert ersetzt kriegst. Ja, So arg. Dir fliegt der Flieger rein, du bist froh, dass du überlebst. ja das und ist wie ein kriegst dann. Autounfall. Also das ist, Ja. wenn du irgendwie so eine alte rostige Schüssel hast, wie ich vorher Ja. gehabt habe und da fährt der wer rein, kriegst du halt auch nur mehr so einen Restwert Ja, ersetzt. stimmt. Und, shit happens, muss man da immer. Das Da bist stimmt. Halt, ja. Ja. Da muss man halt echt nochmal Danke sagen. Also an Design, glaube ich, hat dann einen Schirm zur Verfügung Genau, gestellt. genau. Eine Ware hast du, glaube ich, gekriegt, Ja, oder? genau, Flymaster, das muss man sich auch herzlichst bedanken. Das Voll. Und ja, die U-Turn war natürlich auch so nett, die haben mir den Retter angeschaut, haben gesagt, grundsätzlich ist er okay, aber durch das, dass er nicht für so einen Flug sozusagen konzipiert ist, würden sie ihn lieber aus dem Verkehr ziehen und sie haben halt einen Super. neuen geschickt. Also Genau. unterm Strich bist du jetzt sozusagen mal Bin ich wieder besser. versorgt, genau. Ja, und alles neu und Genau. Ja. Nein, das ist schon. war besser gewesen, es war nicht passiert, aber so hast du wenigstens alles neu gekriegt. Das stimmt, ja. Also es hat sich dann, ja, das passt voll. Aber wie Ja. gesagt, ohne Video, sage ich mal, wartest halt auch noch immer, weil da hätte ich nach wie vor Ja. auch nichts. Also, Glaubt ja auch keiner. nein, ja, Das war vielleicht ein Tag in der Kronenzeitung gestanden, Eh. Frau von Flugzeug abgeschossen, Retterabgang oder wann überhaupt, Paraglide-Unfall. es dürfte doch einige Menschen geben, denen das schon passiert ist. Ah, echt? Und wo halt dann auch keine Videos existieren. Ja, klar. Das halt, wie gesagt, dann, weil Ja. die haben da auch ein paar geschrieben und so, also denen das haben, hier ist das auch passiert, so Gell. ungefähr. Also vielleicht nicht so krass Ja, mittendurch, ja. aber trotzdem, es reicht eben, wenn man der das Wort ist auch nicht recht viel besser, ja, wenn er das so irgendwie Irre. macht. Ja, aber das, wie gesagt, dürfte es doch schon ein paar Mal geben. Ja. Du hast mir das ja schon mal vor ein paar Wochen erzählt, dass du halt, bevor du gestartet bist, überlegt hast, soll ich die Kamera überhaupt also Ja, genau, einschalten haben wir wegen schon geredet, Kabel. Dann denke ich mir, stell dir vor, Ja. du hättest das einfach nicht, oder du hättest die Kamera rein da, statt dem, dass du das Kabel außer da hast.
Ja, Da- nein, das war echt blöd gelaufen. Also- Also weil dann hätte ich jetzt weder einen neuen Schirm, nur Ja. ein Vario, nur Ja. einen neuen Retter. Also es ist. Ja. Ja. Und passiert war es da trotzdem. Und passiert war es mir trotzdem, Ja. genau, ja. Ja, es ist also, meine Kamera hat ohne Kabel, weil es ist ja dann natürlich nach dem Starten gleich das Kabel rausgegangen. Ja. Also ist einfach so auf Akku gelaufen. Ja. Die hat eine Stunde Aufnahmezeit, wenn ich es nicht anstecke. 45 Minuten ist passiert. Also das war halt auch nur Timing. gut im Timing. Ja, Also sagen wir bis so. auf ein Flugzeug, dass das Flugzeug eingeflogen ist, War es eigentlich ein cooler Tag. Ne? also bis auf das hat Ja. alles eigentlich zusammenpasst. Ja, voll. Der Retterabgang direkt auf die Forststraßen. Das Flugzeug war nicht tief, dass die getroffen hat. Es hat Gott sei Dank einen Propeller gehabt und hat den Schirm durchgeschnitten. Ja. Es ist halt auch so die Frage, Segelflieger, wenn die der nachzieht, weil er Stimmt. vielleicht nicht durchkommt. Ja, Aber Weiß ja, man nein, nicht, wie's alles, ausgeht. alles gut gelaufen. klopfen wir nochmal auf Ja, Holz. Es ist Gott sei Dank genug rundherum. Ach, je. Ah, Ja, Ja. Na, aber Nein, das freut mich, ist- dass das alles gut ausgegangen ist und dass du jetzt auch da wieder starten kannst und hoffentlich vom Kopf her auch wieder, dass es wie vorher. Ja, es wird sicher Ja, wieder klar. was. Aber Einfach wie gesagt, Zeit ich will lassen. unbedingt weiterfliegen, weil jetzt habe ich das endlich gelernt und jetzt war es einfach schon so cool und es ist Ja. einfach der coolste Sport. Ja. Äh, Und nein, ich will das unbedingt wieder machen, aber also ich mache es aber ja, halt mit Genuss einfach. ja, Ja, klar, genau. klar. Das ist immer das Wichtigste. Aber ja, es wird alles und Geil. freue mich schon. Hat mich gefreut, dass du da Zeit genommen hast, dass wir sich Ja. da jetzt, wie sind wir? 32 Minuten genau. Schau, Ja, also nicht zu lang, nicht zu kurz, dass du Zeit genommen hast und ja, wir gehen einmal gemeinsam fliegen. schau. Unbedingt. Machen wir so. Perfekt. Sehr Danke. schön. Dann bis bald. Ciao, ciao. Danke fürs Einschalten. Wir sehen Sie beim nächsten Video. Ciao. Bis dann.